Hallo ihr Lieben, ich habe mir hier zur Info so ein paar Steinchen gebastelt. Das sind so ganz dünne. Die sind von Strand der Normandie, also etwas nördlicher vom Mont Saint-Michel. Und die habe ich einfach mit weißem Posca-Pen beschrieben. Finde ich total süß. Und dann habe ich einfach mal raufgeschrieben, worum geht es mir eigentlich, ne, bei den ganzen Videos, die ich drehe. Also es geht mir halt in erster Linie um Spaß, für mich und für euch natürlich, um Kreativität und um Schönheit der Dinge, die man herstellt und der Materialien, die man verwendet. Dann, was wir heute machen, das hier ist mein neues Art Journal, und zwar habe ich das gemacht aus Materialien, die mir überwiegend oder eigentlich fast zu 100% von der lieben Uschi Stoffel zur Verfügung gestellt worden sind. Und zwar hat sie mir hier einmal so ein ganz tolles gefärbtes Stoffstück geschickt. Ich weiß gar nicht, was das für Farbe ist. Könnte Stoffmalfarbe sein oder Acrylfarbe oder sowas. Und dann hatte sie mir noch eine Karte geschickt, da war dieser Engel drauf. Ich weiß nicht, ich würde jetzt wahrscheinlich spiegeln. Ich drehe ihn mal so ein bisschen. Ich hoffe mal, ihr seht den. Da habe ich hier unten immer Feuerengel gelesen, aber wenn ich genau gucke, heißt das Feenengel. Also ich finde den traumhaft schön. Eigentlich war der gedacht, dass er hier vorne aufs Cover kommt, aber ich fand das so schade um diese schöne Malerei. Deswegen kommt der jetzt hier rein. So, das habe ich wie gesagt hier mit Spitze umnäht, ne? Und dann hat sie mir auch jede Menge Papiere geschickt. Die habe ich hier jetzt eingebunden, die zeige ich euch auch gleich noch. Und aus einer Pappe, die noch dabei war, habe ich mir hier eine Tasche gemacht und hier eine Tasche, ja, damit ich hier noch Materialien reinstecken kann. Ich habe das Ganze hier umklebt. Und dieser Hintergrund ist ein Umschlag, ein alter Umschlag, ein Fensterumschlag, den hatte ich jetzt noch. Der ist jetzt also tatsächlich von mir. Ich glaube, das ist so ziemlich abgesehen vom Faden auch das einzige von mir. Hört ihr das Geknister? Das liegt daran, weil das ein Fensterumschlag ist, ne? Da hat man noch gleich dieses tolle Feeling mit on top. So, und dann waren da noch dabei diese Blätter, die hier, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat oder ob das einfach zusammengeklebt ist aus Versehen. Auf jeden Fall eine tolle Wirkung. Und wie man sieht, das sind ganz offensichtlich Hantelscheiben, die sie hier zum Rosten draufgelegt hatte. Ja, und dieses Stück ist noch dabei. Also das kann ich dann später noch verwenden zur Gestaltung. Kommt hier wieder rein. So, da mache ich einen kurzen Flip-Through in Anführungszeichen. Das sind ja jetzt quasi noch Blankoseiten. Und dann gestalten wir mal eine davon. Das ist irgendwie so eine Kunststoffseite. Hier sieht man das auch. Ich weiß gar nicht, hier klebt da offensichtlich mal irgendwas dran. Ich weiß nicht, was das ist. Dieses hier, das ist, glaube ich, das berühmte Sommersprossenpapier, das sie immer macht. Da hat sie auch mehrere Journals von schon gezeigt. Und das ist auch einfach so ein Fensterumschlag. Dann das hier. Hier, also wie gesagt, die Uschi arbeitet auch viel mit tatsächlichem Junk und das finde ich ja auch gerade so schön dran. Also diese Seite, das ist wirklich eine Restseite, ne? Die war mal bedruckt, aber das kann man ja alles hier überkleben und so oder übermalen, ne? Das wird schon schön. Hier eine alte Schulheftseite, auch mit den tollen Sommersprossen und so. Hier ist auch wieder so ein Löchli drin, hier kommt der Rost mehr durch. Ja, das ist von ihr schon, ich glaube, in einem ihrer Journals, die sie verschenkt hatte, zu 500 Abonnenten, meine ich, da ist das auch vorgekommen. So. Hier, da sieht man auch, das ist, Moment, ich gucke mal auf die Rückseite. Hier, das ist auch hier oben habe ich schon abgerissen, das ist auch so ein Werbeblatt gewesen irgendwie. Wie gesagt, das kann man auch entweder noch abmachen oder überkleben, übermalen. Und dann, hier, das sieht auch toll aus, ne? Und dieses hier, das ist ganz offensichtlich von einem Schulheft, die Außenseite, ne? Und hier drin, da kann man ja auch was drüber machen. Also mich stört das überhaupt nicht, wenn solche Seiten dabei sind. Ja, hier auch ganz schön. Also eine ganz tolle Basis, hier lag scheinbar meine Schablone drauf mit Steinen.
Hier ist ein bisschen von, ich weiß nicht, Zeitung oder Papier mit drauf gefärbt. Alles schön. Und das macht ja die Besonderheit auch aus, ne? So, das ist jetzt quasi das Journal, mein kurzes Flip-Through. Und jetzt nehmen wir uns irgendwie mal eine Seite, die wir gestalten. Nehmen wir mal die. Also nochmal herzlichen Dank, liebe Uschi, für die tollen Materialien. Also sie hat mir nicht gesagt, mach da jetzt ein Art Journal draus. Das war halt meine Idee, ne? Weil das alles so super schön dazu passte. Der Engel kommt auch wieder rein. So, wir nehmen jetzt diese Seite. Und damit ich mir die anderen nicht aus Versehen versaue, lege ich mir da jetzt andere Blätter zwischen, damit nichts passiert. Also das sind ja hier Schulheftseiten und die sind jetzt nicht dünn in dem Sinne, aber es ist ja auch kein Aquarellpapier oder irgendwie dickeres Papier, sodass man jetzt mit schweren Medien und so hier arbeiten könnte. Das heißt, das werde ich hierbei jetzt natürlich berücksichtigen. Ich benutze jetzt diese Serviette und ich meine sogar, die habe ich auch mal von der Uschi geschenkt bekommen. Oder auf jeden Fall habe ich sie geschenkt bekommen. So, und da nehme ich mir jetzt den Wasserpinsel. Zupfe mir die oberste Lage ab. Und gehe hier mit Wasser drum. Dann kann ich das hier schön abzupfen. So. Ich habe mich nochmal umentschieden. Ich nehme diese Seite, denn die hat hier unten so einen schönen dunklen Boden. Wenn ich das hier oben weiter höher raufklebe, ich überlege gerade, mache ich es jetzt mehr so oder mehr so? Ich mache es so. Dann ist das so, als ob hier unten Erdreich wäre. Die muss auch wieder ab. So. Dann nehme ich, das ist Kleber-Wassergemisch, also ganz normaler weißer Kleber mit ein bisschen Wasser dazu. Das benutze ich immer so als Serviettenlack. Habe ich doch glatt wieder vergessen, die Seiten reinzulegen. Oh Mann. Das trockne ich mal eben mit dem Heißluftföhn. Und den einen, den ich hier an der Seite noch abgerissen habe, den klebe ich jetzt hier unten noch hin. Dann ist er nämlich auch noch weg. So, dann lösen wir das hier mal vorsichtig an.
Ich hatte eigentlich vorgehabt, das hier abzuschneiden, aber ich finde das total schön, wie das so übersteht. Lassen wir mal dran. Gut, hier, das muss noch ein bisschen in die Ecke. So. So, alles soweit trocken und fertig zur Weiterbearbeitung. Ich möchte jetzt hier oben, da habe ich ja so ein kleines Stück Weiß, das soll ja quasi den Himmel ein bisschen stilisieren. Das werde ich mit so einem Albrecht Dürer wasservermalbarem Aquarellstift hier einfach so ein bisschen anschraffieren, so ganz leicht, ganz zart. Hier auch. Und mit dem Wassertankpinsel einfach ein bisschen verstreichen, sodass es halt nicht so ganz knallweiß ist. Ne? Einfach so ein bisschen verstreichen. Das soll jetzt nicht in dem Sinne Farbe geben, aber das ist quasi jetzt der Himmel. Okay, das reicht schon. Lassen wir mal in Ruhe trocknen. Dann möchte ich gerne diese Stängel, das ist ja alles noch ein bisschen dünn und wenig. Ich habe hier so ausgestanzte Teilchen, ne, so Pflanzen. Die möchte ich jetzt hier auch noch mit drauf verteilen. Und zwar so ein bisschen mehr nach oben. Ja, den jetzt gerade nicht, aber... Und da möchte ich hier die Stiele quasi weiter nach unten verbinden. So. So ungefähr. So, die klebe ich mit so mit der ganz kleinen feinen Düse auf. Da ist so weißer Kleber drin, also Tacky Glue. Nee, das ist mir zu aufwendig. Da machen wir wieder Trick 17 und zwar nehme ich mir jetzt so eine Plastikfolie. Das legen wir mal zur Seite. Und das streiche ich jetzt so mit ein bisschen Kleber ein. Lege das hier drauf, sodass die Unterseite quasi überall im Kleber war. Und hebe das dann wieder an und klebe es auf. So. Und das reicht, weil ja unten drunter jetzt quasi überall Kleber verteilt war. Das gleiche mache ich jetzt mit denen hier. Den Trick habe ich übrigens bei der Nicole von Nature Spirit Journals gesehen. Wo hatte ich den denn jetzt? Hatte ich den hier? Die macht das mit Spitze so, ne? Die hat ja auch so viele Löcher drin und ist so mühsam quasi aufzukleben. Und dann wendet die diesen Trick an. Und das geht hier für diese kleinen Teilchen natürlich genauso. Hier habe ich jetzt von außen geschmiert. Da gehe ich jetzt vorsichtig mit so einem Feuchttuch ran und wische den Kleber wieder ab. So. Okay. Das wische ich jetzt auch schnell wieder ab. Ja. Muss noch ein bisschen Wasser zu. Okay. Dann nehme ich mir einen Feinliner und verlängere quasi diese Stängel nach unten.
So, und dadurch, dass die ja dicker sind und auch größer sind, entsteht so ein bisschen der plastische Eindruck, als wenn diese anderen, dünneren weiter hinten in der Gegend stehen, ne? Dadurch haben wir gleich noch so einen 3D-Effekt. So, jetzt stehen die hier unten natürlich relativ unmotiviert in der Gegend rum. Das heißt, entweder ich verlängere sie noch bis unten, was mir dann zu unproportioniert aussieht. Ich werde jetzt einfach hier so ein paar von den Woodies nehmen und hier so ein bisschen den Boden stilisieren. Einfach so ein bisschen dunkler mischen. Ich mische Braun mit dem Schwarz. So. Und dann auch wieder den Wassertankpinsel und das Ganze einfach ein bisschen verschmieren. So. Das reicht mir eigentlich schon. Ja, man sieht schon, dass die quasi geerdet sind. Ich finde das jetzt noch ein bisschen kahl, also habe ich mir jetzt 2 Schmetterlinge rausgesucht. Und zwar sind die aus dem Freebie von Shabby Dabby Duda vor Weihnachten vor 1 oder 2 Jahren. Die habe ich mir mal ausgedruckt und da habe ich irgendwie noch 700 Stück von über. Also dann kann der eine so hier ungefähr hin und der andere zum Beispiel hier hin. Rundrum Distress sind die schon alle. Also ich hatte mir irgendwie, das waren so mehrere Blätter, die hatte ich mir schon vor 100 Jahren alle mal ausgeschnitten und alle distressed. Ich weiß gar nicht, da habe ich auch ewig für gebraucht. Also da kann der hier hin und der hier hin. Und weil die keine Fühler haben, habe ich mir so ein bisschen Draht rausgesucht. Wenn ich den jetzt abkriege. Genau. Die Idee hier ist nicht von mir. Die habe ich weiß gar nicht bei wem schon gesehen. So, ich knipse das jetzt mit der Schere ab. Ja, ich weiß, soll man nicht. Und da machen wir jetzt die Fühler draus. Dann nehme ich mir so eine kleine Rundzange und drehe hier vorne die Spitzen so ein bisschen ein, damit das hübsch aussieht. Ich noch ein bisschen weiter. So. Und das klebe ich jetzt hier unterm Körper fest. Ich versuche es erstmal mit Tacky Glue. Ja, kann ich machen. Ich kann in einem gleich den Schmetterling aufkleben. Den klebe ich hier nur so ein bisschen in der Mitte, dass der fixiert ist, aber mit den Flügeln quasi noch wackeln kann. So. Dann jetzt das hier rein. Wenn ich das jetzt so zusammen aufklebe, fixiere ich ja das hier gleich noch mit unterm Körper. So, und dann kann er noch mit den Flügeln wackeln und diese sind ja auch noch frei. So, dies ist der zweite. Und dann habe ich mir noch einen kleinen Schriftzug zurechtgelegt. Den habe ich irgendwie mal aus einer Zeitschrift. Müssen wir noch ein bisschen begradigen. You can be you, also du kannst du selbst sein. Ist natürlich ein sehr schöner Spruch. So. Den möchte ich aber nicht irgendwie einfach so aufkleben, sondern da möchte ich gerne noch so ein bisschen schwarze Pappe drunter kleben, sodass man den Rand noch so ein bisschen sieht, so als Kontrast.
So, dann schneiden wir das mal aus. Okay. Und dann können wir noch überlegen, wo wir den hinkleben. Ich finde hier schön. Die Schmetterlinge, vor allem dieser hier, die sind mir irgendwie noch nicht so richtig konturiert. Dann nehme ich mir noch mal den Feinliner und mal so ein bisschen die Linien nach. Und dann nehme ich mir auch noch mal diesen Buntstift und mal hier so ganz leicht die weißen Flecken aus. Erstens, damit die auch hier nicht weiß sind und zweitens, damit sich die Farbe hier noch mal so ein ganz bisschen wiederholt, so ganz subtil. Ja. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und als Abschluss machen wir noch ein paar Sprenkel drauf. Und zwar mit der Farbe. Ne? Das Türkis passt sowieso immer sehr schön zum Vintage-Braun. Und da nehme ich auch wieder meinen Wassertankpinsel. Und dann klopfe ich einfach hier so ein bisschen drauf. Ja, dann können die Blätter wieder weg. Die haben ihren Dienst getan. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich finde es wirklich richtig schön. Ja, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.